Guten Tag. Mein Name ist Martin Waldmeier und ich bin Kurator am Zentrum Paul Klee. Haben Sie auch noch ein paar alte Kinderzeichnungen von sich zu Hause? Ja? Sind Sie da stolz drauf oder sind die Ihnen peinlich? Als Paul Klee nach seinem Kunststudium in München wieder in Bern bei seinen Eltern einzog, fand er dort auch mehrere Kinderzeichnungen von sich selbst wieder. Er beschrieb diese in einem Brief an seine künftige Frau Lilli Stumpf als bis jetzt das Bedeutendste, unabhängig von Italienern und Niederländern, stilvoll, in hohem Grade und naiv geschaut. Kurz, ich bin sehr stolz auf sie. Darin steckt natürlich auch die für Klee typische Ironie. Aber der Begriff naiv hatte für Klee, wie auch für viele Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit, auch eine sehr positive Bedeutung. An einen befreundeten Kunstpädagogen schrieb Klee einmal: Der Künstler konzentriert sein Bewusstsein überwiegend auf die formale Seite. Ganz anders ist es beim Kind. Der formale Aufbau seines Bildes ist ihm gleichgültig. Er geschieht aus unbewusster Sicherheit, aus angeborenem Instinkt. Und für genau diesen Instinkt interessierte sich Klee. Als er 1911 anfing, ein Verzeichnis seiner Werke zu führen, hat er als allererste Werke seine Kinderzeichnungen gelistet. (1923) war Paul Klee angesehener Künstler, Lehrer am Bauhaus in Weimar und hatte eine große Einzelausstellung in der Nationalgalerie in Berlin. In seiner Auswahl von 270 Werken für die Ausstellung packte er auch dieses Kinderbild, das er im Alter von 5 Jahren gezeichnet hatte. Es war ziemlich sicher das erste Mal, dass in der Nationalgalerie eine Kinderzeichnung hing. Auch die kindliche Kreativität seines Sohnes Felix hat Paul Klee sehr genau beobachtet. Schon früh regte er ihn zum Zeichnen an und vermerkte auf den Bildern teilweise auch, was dargestellt ist. Fenster, Rad, Schwebebahn, Ringchen. Diese Eisenbahn zeichnet Felix Klee im Alter von 6 Jahren, das war 1913. Und 1939, 26 Jahre später, zeichnet Paul Klee diesen Eisenbahnzug. Im Laufe seines Lebens musste sich Paul Klee immer wieder rechtfertigen für seine vermeintlich kindlich naiven Bilder. 1909 hat er das so formuliert: Wenn bei meinen Sachen manchmal ein primitiver Eindruck entsteht, so erklärt sich diese Primitivität aus meiner Disziplin auf wenige Stufen zu reduzieren. Sie ist nur Sparsamkeit und letzte professionelle Erkenntnis. Im Gegensatz zum Kind, das keine anderen Möglichkeiten hat, setzt Klee als Künstler bewusst die vereinfachte Formensprache als gestalterisches Mittel ein. In seinem Spätwerk schafft Klee unzählige ausdrucksstarke Zeichnungen, die mit wenigen Strichen eine Idee visuell auf den Punkt bringen. Auch die sprachliche Entwicklung seines Kindes verfolgt Paul Klee genau und dokumentiert sie in seinem Tagebuch. Statt Kuh sagt Felix Ko. Das Wort Schuh verdreht er zu Usch und Papier zu Pipa. So wie Paul Klee den Titel dieses Werkes verdreht, das mutmissliche Näherung heißt. In Paul Klees Notizbüchern finden wir so manche Seiten mit solchen Wortspielen, wie zum Beispiel elefantastisch, mammutig, marabulistisch, Gigantologie, Kentaurochs, herkulinarisch. Bäcker Jung, junger Beck, Bunger Jeck, Jekabung, Benger Juck, Jenger Buck, Bucker Jeng, Jucker Beng, Jenker Bug, Benker Juk, Bunker Jeck, Junker Beck. Dieses Bild nannte Paul Klee noch 1940 Ko, genauso wie Felix Klee 30 Jahre davor für Kuh gesagt hatte. Ohne den Eintrag im Tagebuch würden wir das nicht wissen. Und genau deshalb bewahren wir die Tagebücher und die Kinderzeichnungen von Paul Klee und Felix Klee auch weiterhin gut auf.